Ich hätte das Ding irgendwie Arschtune abgenannt. Es gibt auch genau die andere Version, die sagen, ich packe alles ein, weil wenn ich es dabei habe, dann brauche ich es auch nicht. So wie mit dem Regenschirm. Ich habe einen Regenschirm dabei, weil dann weiß ich, regnet nicht. Hast keinen dabei, dann brauchst du einen. Ne? Wenn man mal so eine richtige Verwachsung am Hintern hat und man sitzt da drauf beim Fahrradfahren. Moin. Moin. Mensch, das sah jetzt überhaupt nicht gestellt aus hier, ne? Ist es ja auch nicht. Nee. Ich bin einfach so reingefahren, wunderschönes Wetter draußen, eigentlich idealer Draußendreh. Aber macht ja auch nichts. Ich wurde ja schon ein paar Mal gefragt, was muss ich eigentlich mitnehmen auf meine Fahrradreise, falls ich mal doch eine Panne habe. Dann habe ich gesagt, bevor du eine Fahrradreise machst, musst du ein Lastenrad kaufen. Richtig, schon damit wieder du auch ein alles Lastenrad. mitkriegst. Ne? Ja. Ja, Ja. genau. Aber es kann sich ja auch nicht jeder ein Lastenrad kaufen. Und darum soll es darum gar nicht gehen. Aber was du dabei haben sollst, das gucken wir uns gleich mal ganz in Ruhe an. Und hier ein weiteres Video mit Nils Hogendorn. Jawohl, moin. Also erstmal ein Helm ab. Ja, lass liegen, komm, tritt sich fest. Ja, sieht ja auch komisch aus, wenn ich mich jetzt vor der Kamera bück, aber Handschuhe Ach, die sind ja cool. auf einer Fahrradreise macht auf jeden Fall Sinn. Einmal sind die super entlastend, gerade wenn man den ganzen Tag auf dem Fahrrad sitzt. Hier sind so schöne Stoßdämpfer-Pads drin. B-Fusion steht hier drauf. Und hier vorne steht Röckel. Das sind Röckel-Handschuhe. Die gibt es bei uns im Ladengeschäft. Ich sage bewusst im Ladengeschäft, weil wir haben ja auch noch den Webshop. Da sind keine Handschuhe drin, noch nicht. Vielleicht machen wir das noch, müssen wir uns mal überlegen. Aber das ist eine Sache, die musst du anprobieren. Also das ist das, was ich bis jetzt festgestellt habe. Ich habe jetzt hier irgendwie Größe 9,5 oder so. Und ich habe ein paar Größen angehabt und habe mich dann dafür entschieden. Darum, also das einmal an hier dieser Stelle. der Mann hinter der Kamera, ich bin ein großer Fan von den Handschuhen. Und zwar nicht nur einfach wegen der Entlastung der Hände auf dem Lenker. Da sind ja auch diese Reflektoren dran und so. Ich habe mich mal so derbe mit dem Fahrrad auf die Fresse gelegt, im Schotter, dass mir die Steine, hier, meine schöne Hand, die Steine unter die Haut hier, wenn ich Handschuhe angehabt hätte, wäre es nicht passiert. Ich bin richtig vorne übergefallen und pft, ja, so. Wir sprechen ja über Fahrradreisen, eigentlich nur über schöne Dinge. Ja, aber das, was komm. Dieter da gerade gesagt hatte, hatte ich auch im Kopf. Wollte ich nur nicht gleich so als allererstes erzählen, aber dafür hat Dieter das jetzt gemacht. Na, alles gut. Ich habe ja gerade schon gesagt, für eine Fahrradreise sich extra ein Lastenrad kaufen, macht ja nicht ganz so viel Sinn. Ist zwar eine schöne Sache, macht garantiert riesig Spaß, gerade hier mit so einem S-Pedelec, aber es gibt ja noch viele weitere tolle Sachen. Und hier ist es schon. Zu jeder schönen Fahrradreise gehört auch immer eine Fahrradtasche. Ich habe hier 2 Taschen in einem. Das ist nämlich der Vario PS aus dem Hause Ortlieb. Ich zeige das mal kurz. Du hast gerade schon gesehen, ich hatte die auf dem Rücken. Und ratzifatz kann ich diese Tasche umbauen zur ganz normalen Fahrrad-Gepäckträgertasche. Sieht man die Tasche? Auf jeden Fall. Ich bin immer noch fasziniert. Wir haben schon mal ein Video gemacht über diese Tasche. Ich wollte es gerade erzählen. Und ich muss sagen, also die Tasche ist die geilste Fahrradtaschenerfindung überhaupt von Ortlieb, weil das einfach dieses Two-in-One, das ist cool. Ich wurde gefragt, was muss ich denn jetzt dabei haben auf meiner Fahrradreise? Was macht denn wirklich Sinn? Ich habe ein paar Sachen mitgebracht, also die Tasche ist befüllt. Und ich habe ein paar Sachen nicht mitgebracht. Das sind Tipps, die erzähle ich also auch im Laufe des Videos, weil es ist auch manchmal recht fahrradspezifisch. Das allererste, was ich hier zeige, das ist das Tom 14. Ich habe jetzt einfach mal reingegriffen. Das ist ein Multitool. Multitool würde ich immer mitnehmen. Hast du eigentlich für alle relevanten Schrauben ein Werkzeug dabei. Und falls mal irgendwas ist, kannst du damit auf jeden Fall weiterhelfen. Wie viel kann ich überhaupt selbst schrauben, wenn ich unterwegs bin? Das ist ja manchmal auch immer so die Frage, so, ja, was ist denn, wenn mir eine Kette reißt? Ja, kannst du eine Kette überhaupt reparieren? Da gibt es den einen oder anderen, der sagt, jo, habe ich schon mal gemacht, kann ich. Und dann gibt es welche, die sagen, nee, gehe ich sofort mit zum Händler, lasse ich mich abholen, alles wunderbar.
Dafür ist dann ja vielleicht auch so eine Wertgarantie ganz schön, hat mir jetzt ein Kunde erzählt. Er sagt, ich habe alle Fahrräder mit Wertgarantie und da ist mir unterwegs, ich weiß nicht mehr, was ihm kaputt gegangen ist, aber er sagt, ich konnte nicht weiterfahren, ich konnte es auch nicht selbst reparieren, selbst wenn ich alle Werkzeuge mit hatte, mir fehlte das Teil, habe ich bei der Wertgarantie angerufen, die haben mir ein Taxi geschickt, die haben mein Rad hinten aufgeladen, die haben mich zur nächsten Werkstatt gebracht oder zum Hotel, das weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Auf jeden Fall, Pickup-Service hat er genutzt, erfolgreich genutzt, ist zu einer Fahrradwerkstatt, die haben ihm das Fahrrad repariert, die haben mir das liebend gerne sogar repariert und er konnte weiterfahren. Also das ist schon mal der erste Tipp, den ich hier nicht in meiner Tasche habe, den ich so nebenbei erzählen konnte jetzt gerade. Aber wir gucken weiter. Ich habe noch ein Multitool dabei. Das ist etwas kleiner, das ist das Tom 7. Hänge ich auch mal hier auf. Wir gucken weiter. Unverzichtbar. Auch schon mal in anderer Variante vorgestellt. Es gibt ja auch die Akkupumpe aus dem Hause Bosch. Easy Pump heißt die. Gibt es auch ein Video auf diesem Kanal. Und unverzichtbar, finde ich, ist eine Luftpumpe. Jetzt habe ich hier eine SKS-Luftpumpe mit Doppelhub und Duokopf für alle Ventile. Wie heißt das Modell genau? Injex T-Zoom in Black. Maximal 10 Bar. Also das ist schon aussagekräftig, finde ich, wenn man sagt, so eine Handpumpe 10 Bar. Wir können das auch gerne ausprobieren. Müssen wir mal sehen. Nicht jetzt. Aber wir machen das mal, aber nicht jetzt. Du siehst gerade so frisch und erholt aus. Also, genau, ne? Dann ist die Luft. Wenn du dann wieder, wirst du wieder so rot im Gesicht, dann muss ich wieder hier die Farben abgleichen und so. Ja, dann ist die Luft wieder raus. Ich habe noch was. Wäre ich vorher nie drauf gekommen. Wunderbar kleines Tool, auch aus dem Hause Beischul. Dieses Teil ist extrem beliebt. Wusste ich eine ganze Zeit lang nicht. Ich habe es völlig unterschätzt. Das ist ein Schlüsselanhänger mit einem Ventiladapter-Tool. Ach. Und Den kannst du nach dem Video, den kannst du ruhig hier stehen lassen. Da ist, ja, muss ich mir mal überlegen. Und passt fürs französische Ventil und fürs Blitzventil, sodass du zur Not an der Tankstelle Luft aufpumpen kannst. Ja, noch schöner ist eigentlich auch, gleichzeitig ist es nicht nur ein Ventiladapter, kann noch mehr. Hier ist ein Ventilausdreher dabei. Wenn du jetzt mit Pannenflüssigkeit unterwegs bist, da macht es vielleicht Sinn, oder was heißt macht es vielleicht Sinn, dann müsstest du aber auch deinen Pannenspray dabei haben. Wenn du jetzt Pannenspray auffüllen willst, dann muss das Ventil raus, sonst geht einfach nicht genug dadurch. Dafür ist so ein Ventilausdreher danach ganz praktisch. Haben wir vielleicht auch schon mal in irgendeinem Reifenwechsel-Video vorgestellt, aber Reifenheber, die sorgen für gute Laune bei einer Panne, weil es macht einfach viel mehr Spaß mit dem Reifenheber. Du bist da auf jeden Fall auf der sicheren Seite, weil es gibt immer welche, die sagen, kannst du mit dem Schraubendreher machen. Gerade den Schlauch geflickt, was passiert? Mit dem Schraubendreher den Schlauch nochmal wieder zerstört. Extrem ärgerlich. Also von daher Reifenheber aus dem Hause Schwalbe. Auch wirklich die Schwalbe-Reifenheber nehmen. Das sind meiner Erfahrung nach die besten, die am Markt sind. Die benutzen wir auch in der Fahrradwerkstatt. 4,90 €. Machen wir weiter. Ja, also ich kriege ja immer Durst bei so einer Reise, ne? Also ich muss ja immer trinken. Du kriegst Durst, ja, dafür habe ich ja extra... Ja, nee, ey, es ist jetzt wir haben es 5:30 morgens hier. Wir waren beim Luftaufpumpen, wir waren beim Reifen, wir sind beim Schlauch. Ich habe jetzt mal einen eingepackt, der passt glaube ich nicht auf diesem Rad. Da würde ich dann auch immer den Fahrradhändler vorab fragen oder in ein Fahrradgeschäft gehen und sagen, Mensch, welcher Schlauch passt für meinen Reifen? Dann kriegst du den richtigen Schlauch und dann würde ich mir immer einen Schlauch in die Fahrradtasche packen. Wenn du sagst, ich kann selber keinen Reifen wechseln, dann brauche ich auch keinen Schlauch mit. Da würde ich sagen, das ist ein Irrglaube. Aber es gibt ja auch mal Reifengrößen, die nicht so gängig sind. Und es gibt auch Fahrradgeschäfte, die haben nur spezielle Fahrräder. Die haben vielleicht gar nicht den richtigen Schlauch für dein Fahrrad auf Lager. Und wenn du dann dort ankommst und sagst, könnt ihr mir mal den Reifen wechseln, ich habe eine Panne, dann sagen die, würden wir vielleicht gerne machen, wir haben nur nicht den richtigen Schlauch da. Extrem ärgerlich. Und darum würde ich den einpacken, egal ob du es tauschen kannst oder nicht. Als nächstes hatten wir den Ersatzschlauch. Braucht man ja eigentlich nicht. Flickzeug. Und für alle, die selber reparieren können und schrauben können und machen tun und wer weiß was, die würden aber wahrscheinlich auch gar nicht den Schlauch ausbauen. Die würden, oder das Hinterrad ausbauen. Die würden einfach den Schlauch auf einer Seite aus dem Reifen nehmen, Schlauch flicken und gut ist. Darum Flickzeug.
würde ich auch immer empfehlen. Was ich aber immer höre von meinen ganzen radreisenden Leuten, die so um mir herum sind, die haben Flickzeug dabei, die haben Schlauch dabei und sagen sich, alles klar, ich wechsle unterwegs einfach den Schlauch. Ich habe gar keine Lust, das Loch zu suchen. Und wenn ich abends in meiner Unterkunft bin, dann flicke ich den Schlauch ganz in Ruhe. Und dann habe ich wieder einen Ersatzschlauch in meiner Tasche. So kann man es machen. Was ich auch gehört habe, ich weiß ja nicht, ob das stimmt, vielleicht denkt der eine oder andere, ist ja alles Quatsch, das alles mitzunehmen. Es gibt auch genau die andere Version, die sagen, ich packe alles ein, weil wenn ich es dabei habe, dann brauche ich es auch nicht. So wie mit dem Regenschirm. Ich habe einen Regenschirm dabei, weil dann weiß ich, regnet nicht. Hast keinen dabei, dann brauchst du einen. Ne? Also Den würde ich übrigens tatsächlich einpacken. So einen kleinen Knipsregenschirm hätte ich immer dabei, weil wenn ich nicht Fahrrad fahre und irgendwo rumlaufe, kann ja sein. Ne? Also ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ne? Ja. Also ein Regenschirm, klar, auch ein Tipp von Dieter, Regenschirm. Finde ich auch gut. Ja, kann man machen. Ich mache weiter. Jetzt habe ich eine Sache, die brauchst du normalerweise nicht kaufen. Weil eigentlich solltest du es haben. Bei den meisten Fahrrädern sind nämlich diese Teile im Lieferumfang des Fahrrads. Wenn du mal ein Hinterrad ausbaust oder ein Vorderrad ausbaust, dann gibt es ja immer diese Experten, die dann vielleicht mal die Bremse ziehen und sagen, jetzt hast du aber vergessen zu sagen, das ist für die Fahrräder mit Scheibenbremse. Oh, das habe ich vorhin das gesagt. Hast du vorhin, genau, wir haben einen schon aufgenommen. Ne, und dann wurden wir unterbrochen. Ja, macht nichts, und so macht weiter. nichts. Und ja. Genau, also es ist für Räder mit Scheibenbremse, ganz wichtig. Der zieht dann mal die Bremse und sagt so, deine Bremse muss aber auch mal eingestellt werden. Und zieht die. Ja, und was passiert? Die Bremsbeläge oder die Bremskolben, die fahren immer weiter aus dem Bremssattel raus. Und irgendwann sagt er so, oh komisch, jetzt geht sie wieder. Eigenartig, ne? Ja, und dann bis zum Zeitpunkt, wenn das Hinterrad oder Vorderrad wieder eingebaut werden soll. Und was ist? Geht nicht. Bremsbeläge sind zusammengefahren. So, und genau dafür sind diese kleinen Helferlein. Ich weiß nicht, wie man sie nennt. Ich habe sie jedes Mal wieder vergessen. Aber auf jeden Fall die Vorderrad raus oder Hinterrad raus, dazwischen stecken und schwuppsiwupps kann da keiner kommen, Bremse ziehen und auf einmal funktioniert nichts mehr. Also einpacken, weil die hast du bestimmt. Irgendwo hast du die, das weiß ich. So. Ja, ich kann mir jetzt richtig vorstellen, ach dafür waren die gedacht, ja, die habe ich weggeworfen. Ja, muss man mal nett beim Fahrradhändler fragen, der hat manchmal noch welche über. Jetzt habe ich, glaube ich, tatsächlich so alles, was fürs Fahrrad wichtig ist oder erstmal so augenscheinlich wichtig ist, was mir so als allererstes in den Sinn kommt, wo ich sage, auf jeden Fall mit einpacken. Erstmal gucken wir uns an, Dieter sagte ja gerade schon, er hat Durst, was du auf jeden Fall mitnehmen solltest, ist aber eher was für dich selbst, nicht nur für dein Fahrrad. Na, du musst ja nicht nur ans Fahrrad denken, auch an dich selbst. Eine Trinkflasche. Und da habe ich zwei verschiedene. Fitlock ist ein cooles System, weil auch die Halterung extrem praktisch ist. Gibt es aber noch eine Erweiterung und das ist diese schwarze Flasche. Das ist auch eine Fitlock-Flasche, auch mit dieser praktischen Halterung. Und diese hier hat eine Besonderheit. Weil jeder, der das kennt, oh, ich trinke nicht gerne aus Plastikflaschen, hört man ja immer wieder. Und kann ich auch nachvollziehen, weil wenn man da mal das Wasser, ja, wenn das da länger drin ist, irgendwann nimmt das doch schon so ein bisschen komischen Geschmack an. Gerade wenn mal die Sonne so raufkachelt, sagt man ja auch, irgendwie schmeckt das Wasser komisch. Aber immer noch besser als kein Wasser. Aber dafür gibt es natürlich auch eine Lösung. Und das ist diese Flasche hier. Und die ist von innen, oder die hat von innen eine Titanbeschichtung. Die sorgt einfach dafür, dass das Wasser sich überhaupt nicht mit dem Kunststoff verbindet oder ja, irgendeinen komischen Geschmack annimmt oder irgendwas. Das ist der Grund für die Beschichtung. Vielleicht kühlt es auch noch ein bisschen. Ich habe auch mal geguckt in die Beschreibung, steht auch drin, dass man damit besser, wie nennt man das? Squeezen. Also, Squeezen. Ja, ne? Also, Ja, ja, dass man damit besser squeezen kann. richtig. Und Stimmt aber auch, du kannst die leichter zusammendrücken im Vergleich Als die andere? zu der, weil die etwas dünner ist. Ganz Ja. wichtig noch mit der Titaniumbeschichtung, dass die auch praktisch antibakteriell ist. Das heißt, da drin kann sich kein Schimmel bilden. stimmt, Das ist auch ganz das wichtig. hast du auch gesagt. Titanium Also- hat anscheinend irgendeine antibakterielle Ja. Eigenschaft oder so. Also, die würde ich auch mitnehmen. Ja, was glaubst du? Habe ich noch mehr mit? Ja, also wie ich dich kenne, hast du noch mehr mit. Wir denken immer an unser Fahrrad, aber was ist eigentlich mit uns selbst? Also trinken, ja, auf jeden Fall, gerade auf einer großen Fahrradtour bei gutem Wetter, viel trinken, ist immer ganz wichtig. Aber was ist mit uns selbst? Wie ist das eigentlich? Möchte ich dir mal zeigen, weil da gibt es tolle Sachen im Fahrradgeschäft oder in den Fahrradgeschäften. Vielleicht nicht in allen,
Aber wir haben es auf jeden Fall da und auch Webshop. Aber was ich wirklich wichtig finde, das ist Sonnenschutz. Ich weiß es nicht, ob das geht. Ich bin auch immer bis zum ersten Sonnenbrand sehr leichtsinnig, ehrlich gesagt. Aber wenn du erstmal einmal einen gehabt hast, dann sagst du wieder, ey, nee, ich benutze das doch. Weil Sonnenbrand ist nicht angenehm. Und darum ist mein Tipp echt Sonnenschutz. Diese hier von TuneUp, ich habe selbst schon mal, benutze ich die auch. Und ich finde das cool. Die ist zum Sprühen. Ich finde das mega angenehm. Sprühst du drauf, kannst du gut verteilen. Manchmal hat man das ja so Sonnencreme, alles erstmal weiß und klebt und alles bleibt backen und wer weiß was. Ist hier anders. Fühlt sich sehr, sehr gut an. Riecht jetzt auch nicht irgendwie total anstrengend oder streng so. Manchmal hat man das ja auch, dann läuft man so, ich kenne das gerade von den Kindern, frisch eingecremt und die riechen dann so richtig schön nach Sonnencreme. Kann man ja auch gut finden, aber ich finde immer, je weniger das riecht, je angenehmer ist es eigentlich. Finde ich wichtig. Ja, ich muss nachfragen, Sonnenschutzfaktor, steht da was drauf? Lichtschutzfaktor 50. Ja, das ist ordentlich. Und das ist, wenn wir Sonnenschutz haben, dann haben wir auch Aftersun. Ach, Na, also, das gibt es auch noch. ja, gibt es Alter auch noch. Schwede. Ja. Na, jemand wie ich bin da jetzt nicht so, ich bin ja ganz ehrlich. Vielleicht holst du noch Trockenshampoo da raus. So. Ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ja, das muss ich auf jeden Fall in meiner Fahrradtasche haben. Aber ich finde es schon interessant, dass man sagen kann, hier, guck mal, die beiden Sachen, wenn die Sonne wirklich knallt, dann tust du damit was Gutes. Also darum wollte ich es auf jeden Fall mal zeigen. So, was haben wir denn noch? Genau. Noch was Tolles. Wie wird das ausgesprochen? Da steht drauf. Lies mal, was steht da drauf? Chamois Creme. Ja, es ist interessant, weil es ist ja Französisch und Englisch. Chamois Creme. Also ist für den Arsch, würde ich sagen, ne? Oder? Würde ich jetzt auch schätzen. Also ich guck mal. Ja, das ist sie. Das ist die Sitzcreme. Und Sag ich doch, für den Arsch. ich habe das immer belächelt. Braucht doch kein Mensch. Bis die ersten Radreisenden bei uns im Laden waren und gesagt haben, habt ihr eigentlich auch Sitzcreme? Ich musste immer sagen, nee, haben wir nicht. Klingt lustig, aber ist so. Du kannst wirklich vor der Fahrt dein Sitzpolster, also von deiner Hose, wenn du jetzt eine Radhose hast, kannst deine Radhose damit einsprühen. Du kannst es aber auch gleichzeitig, oder was heißt gleichzeitig? Du kannst auch beides machen, auf deine Haut auftragen, am Gesäß. Wohlbemerkt. Ne? Also klingt vielleicht für den einen oder anderen komisch, aber wer viel Fahrrad fährt, der kennt sowas, dem hilft das. Und wenn du vorhast, viel Fahrrad zu fahren, das ist mein Tipp, probier das mal aus. Das ist eine angenehme Geschichte. Also Internet sagt, man spricht das Chemois. 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 Ich weiß nicht, wieso wir Je jetzt, suis detail, ja. wieso, ob vielleicht Sitzcreme, ob das komisch klingt. Ich hätte das Ding irgendwie Arschtune abgenannt oder so. Vielleicht Also, kommen die sich ja auch wenn dann damit schon konsequent. Vielleicht kamen die sich damit ja in die Quere. Aftersun und Aftercream. Na? Ja, also das ist ja bei manchen Leuten schon, wenn die dann ins Geschäft gehen, die Hemmschwelle, das auszusprechen. Chemois. Naja, die meisten kommen rein und sagen Sitzcreme. Ja, Und gib mir ich mal ein hab bisschen was von der Aftersun. damals Nee, das ist tatsächlich so. Aftersun Ja. und dann gibst du denen die und dann sagt, nee, die andere. Und das ist dann die andere Aftersun. Genau, aber das ist witzig. Und also Entschuldigung. man schmunzelt da immer so ein bisschen drüber. Oh Mann, Aber ey. das Thema ist echt, das ist todernst, würde ich Ist es auch. Also würde ich habe mal schon sagen, weil- größere Fahrradtouren tatsächlich abbrechen müssen, weil ich dermaßen, also um es jetzt mal direkt anzusprechen, du hast die ständige Reibung dazwischen, egal wie bequem der Sattel ist, ob du eine Beischulz hast. Wenn du entsprechend Kilometer hast, kann es sein, wenn du das nicht antrainiert hast, dass das richtig wehtut. Du fängst an zu schwitzen, das reibt sich mit der Unterwäsche und so. Und ich musste deswegen schon mal eine Fahrradtour tatsächlich abbrechen, weil das so wehgetan hat. Und dann habe ich 3 Tage lang, habe ich da nur mit Creme und keine Ahnung was. Ja. Wenn ich das vorher genommen hätte, wäre es wahrscheinlich gar nicht so weit gekommen. Das ist ja ein Hygieneprodukt. Ja. Und Hygiene, ich hätte jetzt gesagt, das ist eigentlich logisch.
Sollte auch jeder wissen. Aber das ist beim Fahrradfahren ganz wichtig. Du sitzt auf dem Sattel, da kommt nicht viel Luft. Und, naja, also geht zumindest nicht von einer Seite. frische Luft. Also es wird nicht belüftet, sage ich mal so. Ja. Du sitzt da die ganze Zeit, du sitzt auf deiner Hose oder auf deinem Sitzpolster und da ist Schweiß, da ist einfach alles, das lässt sich einfach nicht vermeiden. Und so eine Sitzcreme, die gibt dir einfach zusätzlich auch Hygiene was an der Stelle. Weil wenn man mal jemanden fragt, Mensch, bist du viel Fahrrad gefahren, wie war das so? Die meisten sagen gut, gab es auch was nicht so gut war? Und jetzt mal ganz ehrlich, das ist was, wo die meisten nicht drüber sprechen. Aber ich weiß nicht, wie man es nennen will, ob man jetzt sagt, das ist ein Pickel oder ich hätte jetzt gesagt, das ist eine Verwachsung. Wenn man mal so eine richtige Verwachsung am Hintern hat und man sitzt da drauf beim Fahrradfahren, da fährt keiner gerne. Mal gucken, vielleicht finde ich ja was in der Google-Bildersuche, kann ich ja mal einblenden. Oh, ich will es gar nicht sehen in Wirklichkeit, aber... Gibt es da denn auch noch eine After nach? Also, nee, das kannst du vorm Das Fahren, ist kannst auch danach. Also das ist garantiert nicht verkehrt, wenn du es vor der Fahrt machst und wenn du in der Unterkunft bist, wieder frisch bist und du es wieder verwendest, macht das nichts. Also gerade wenn du wirklich nach langer Zeit, entweder nach langer Pause oder generell überhaupt jetzt nach der Winterpause anfängst, längere Touren zu machen, würde ich immer benutzen. Nee, ist nichts mehr drin. Tatsächlich. Ja. Aber die Tasche, wenn dich das Thema Tasche interessiert, wir wollen hier jetzt kein Taschenvideo machen, aber es ist wirklich, du kaufst eine Tasche, bekommst in Wirklichkeit zwei, weil Rucksack und Fahrradtasche finde ich super Vorteil. Und wie gesagt, gibt es ein extra Video auf diesem Kanal, musst du dir auf jeden Fall mal angucken. So, und jetzt hole ich den Bonus. Was steht da drauf? Tune-Up Sports. Eigentlich muss es Tune-Up Pflege heißen. Ja, stimmt. Also wer sich das ausgedacht hat, weiß ich auch nicht. Diese Eimer, die sind echt cool. Weil gerade eben für unterwegs, für dich selbst, für zu Hause, nach deiner Fahrradtour ist auf jeden Fall im Lieferumfang eine Fahrradpflegeanleitung. Wahrscheinlich hast du es schon erraten, kannst du dir schon denken. Hier ist alles drin, damit du dein Rad wirklich gut pflegen kannst zu Hause. Einmal dieser Fahrradreiniger, kannst du dein Rad ganz einfach mit einsprühen. Mit dem pur oder ist das eine Verdünnung? Pur. Pur. Pur drauf. Ah, alles Praktisch klar. ist auch der Sprühkopf. Na, einfach pur draufhauen, kurz einwirken lassen, nicht zu lange und dann mit Wasser abspülen. Der grobe Dreck, der löst sich sofort. Diese Bürste ist dann auch ganz praktisch, da kannst du auch alles mit sauber machen. Man kann den Weg auch rückwärts gehen. Ich mache das immer liebend gerne, dass ich den Dreck antrocknen lasse. Dann bürste ich alles, was wirklich so richtig dick ist und wer weiß was so, also ich schrubbe da nicht drauf rum, aber ich bürste das so ab, das bröckelt ja dann meistens eh weg. Ist auch noch ein Mikrofasertuch dabei. Ah, jetzt kommt mein Lieblingsprodukt von Tune-Up. Aber das ist das geiles Zeug. Das ist Rahmenpflege oder Bike-Finish. Wenn du ein glänzendes Rad hast, dann kannst du deinem Rad damit wieder den ursprünglichen Glanz geben. Gerade so schwarze Teile, die sind dann wieder richtig schön tiefschwarz und gleichzeitig sind die imprägniert. Das heißt, wenn du im nächsten Regen kommst, dann perlt das Wasser schon so runter. Der Dreck, der haftet auch nicht mehr so gut. Also das ist auf jeden Fall auch ein Produkt, solltest du dir auch zulegen für dein Fahrrad. Also gerade wenn du dein Fahrrad regelmäßig wäschst, dann auch regelmäßig wieder imprägnieren. Dann sieht das länger neu aus. Dann haben wir immer den Federgabelreiniger dabei. Federgabelreiniger ist auch wichtig. Du hast Simmerringe, die müssen immer geschmeidig bleiben und so weiter. Und Multifunktionsöl. Also alles, was sich bewegt oder bewegen könnte, was vielleicht mal Geräusche macht oder wie auch immer. Und ganz praktisch alles im Eimer. Das heißt, wenn du dein Fahrrad waschen willst, putzen willst, Eimer voll Wasser laufen lassen, einsprühen, die Bürste schon mal da rein. Danach, wups, schön mit der Bürste und ordentlich Wasser das Fahrrad sauber machen, abwischen, Rahmenpflege drüber. Federgabel auch gleichzeitig reinigen würde ich auch machen. Schon bleibt und ist dein Rad wieder im fast Neuzustand. Und das gibt es auch bei uns im Shop. Die Das gibt es auch im Shop. Box. Ja. Alles klar. Genau. Es gibt auch noch eine Kettenreinigungsbürste. Das ist diese hier. Du kannst die Kette schön so
gibt es alles von Tune-Up fürs Fahrrad und auch für den Fahrradfahrer oder Fahrerin. Ja, in diesem Sinne, viel Spaß auf deiner nächsten Fahrradtour. Ja, lass einen Daumen hoch da, teile das Video und schreib doch gerne in die Kommentare, was du auf deiner Fahrradreise dabei hast. Würde mich auch mal interessieren, ob ich irgendwas vergessen habe oder ob du sagst, das gibt es ja gar nicht, da fehlt aber ja auf jeden Fall. Ja, und vor allen Dingen schreibt mal in die Kommentare, wohin ihr denn so fahrt und wie lang die Kilometer sind. Und ich muss dazu sagen, ich würde ja wahrscheinlich hingehen und ich würde nur Urlaub machen mit dem Lastenrad und dann würde ich das alles gar nicht mitnehmen. Ich hätte hier vorne einfach einen Birdie drin. Und wenn das Ding hier einen Geist aufgibt, dann lasse ich den stehen und fahre ich mit dem Birdie weiter. Ein Ersatzrad dabei. Ja, ich wollte, zu Anfang habe ich auch gedacht, eigentlich müsste man hier noch 2 Laufräder drin haben. Ja. Kannst du gar nicht alles, alle Eventualitäten. Naja, wie auch immer. So.